Moin zu einer neuen Runde Monkey Tested, heute mit meinem Kooperationspartner Age of Origins. Age of Origins ist ein mobiles Tower Defense Strategiespiel, in dem du die Rolle als Kommandant übernimmst, der gerade die Stadt in einer zerstörten Welt übernommen hat. Mit der Hilfe deiner Assistenten und Truppen baust du als Kommandant deine Stadt aus, entwickelst Forschungstechnologien und wehrst Wellen von eindringenden Zombies ab. Während du deine Stadt ausbaust, kannst du gleichzeitig versuchen, diplomatische Beziehungen zu anderen Kommandanten anderer Städte aufzubauen. Das Ziel? Na klar, die mächtigste Stadt für eine Welt des Weltuntergangs zu schaffen. Neben den üblichen Basenbaufunktionen, an die die meisten Fans von euch gewöhnt sein werden, kannst du in Age of Origins auch an Tower Defense versuchen. Also am Eingang der Stadt kannst du das Minispiel spielen, bei dem du Verteidigungslinien baust, um Zombie-Horden abzuwehren. Und am Ende versuchst, kein einziges deiner Leben zu verlieren. Deine Stadt und deine Welt. Werde Teil von meiner Nation 906 und kämpfe an meiner Seite. Der Weltuntergang hat begonnen. Es kommt jetzt auf dich an. Du kannst der Retter unserer Welt sein. Es gibt viele Krisen in der Welt. Du musst achtsam vor den feindlichen Invasionen sein. Kämpfe Seite an Seite mit mir, um unsere Nation 906 den Weltuntergang überstehen zu lassen und glorreich durch die Schlachten um Ressourcen, die Präsidentschaft als auch gegen die Zombies zu führen. Lad dir das Spiel jetzt über den Link oben rechts in der Karte im Video oder über den Link im Kommentar unter dem Video herunter. Schnapp dir dazu meinen Starter-Bonuscode im Wert von $60 an Ingame-Material und trete meinem Staat und meiner Allianz bei. Nun, wir sind mitten im Ausbruch. Aber wie hat er eigentlich begonnen? Der Ausbruch hat mit Lucy, gefolgt von Saya, begonnen, die wir versuchen zu retten und sie wieder zurück zu verwandeln und mit deren Hilfe wir die biochemische Technologie voranbringen können. Je weiter wir die beiden heilen, umso mehr Wissen erlangen wir über den Virus und können ihn uns zunutze machen. Dadurch können wir die biochemische Technologie erweitern und unsere zusätzlichen Zombie-Truppen verbessern, um unsere verbliebenen menschlichen Truppen besser zu schützen. Bei diesem Vorhaben können dich deine Offiziere, die du über die Zeit gewinnst oder beförderst, unterstützen. Es gibt 4 Arten von Offizieren: die Direktoren, die Strategen, die Drillmeister und die Krieger. Offiziere mit der Rolle des Direktors können die Aktivitäten der Stadt steigern, beispielsweise Baugeschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit und mehr. Offiziere mit der Rolle Strategen können die Marschgröße, die Trainingsgeschwindigkeit und ähnliches erhöhen. Offiziere aus dem Typus Krieger, also Krieger und Drillmeister, können den Angriff, die Verteidigung, die Überlebenskraft der Truppen erhöhen. Hierzu ist besonders zu Beginn die Rolle der Direktoren wichtig, da sie die Bau- und Forschungsgeschwindigkeit reduzieren und du somit schneller Fortschritte erzielen kannst. Neben den Offizieren haben wir auch noch 2 Titanen zur Verfügung: den Urgott und die Kaiserin. Du kannst die Titanen mit deinen Truppen mitschicken und ihre mächtigen Kräfte einsetzen, um deine Truppen zu stärken und erfolgreiche Angriffe durchzuführen. Die Titanen schützen aber auch deine Stadt vor Angriffen. Je weiter du sie levelst, desto stärker werden sie und desto mehr Talente kannst du freischalten, die dir noch größere Unterstützung bei deinen Kämpfen bieten werden. Aber jetzt erstmal genug als Einführung. Lade dir das Spiel jetzt über meinen Link herunter und krall dir den Code für $60 Ingame-Paketen, um einen Vorsprung zu erhalten. Schauen wir uns mal gemeinsam die Stadt an. Wir haben einmal die Haupthalle, was im Endeffekt das höchste Level definiert, das verfügbar ist für die Stadt und für alle anderen Gebäude und euch Sammelboosts gibt. Dann haben wir die Akademie. Bei der Akademie könnt ihr forschen, unter anderem Entwicklung, damit ihr schneller bauen könnt, schneller forschen könnt, mehr sammeln könnt. Bei den Ressourcen das gleiche. Dann natürlich Militär, wo ihr die Stats verbessert von euren Truppen. Dann haben wir die Truppengebäude selbst, also die militärischen. Einmal die Kaserne, wo ihr die Scharfschützen rekrutieren könnt, als auch die Grenadiere für weitere Distanzen. Und dann haben wir auch noch die Fabrik, wo wir eben die starken Panzer oder eben auch die Kanonen für die weiten Distanzen produzieren können. Das sind die Militärgebäude. Dazu gibt es natürlich dann noch die Stadtmauer, die im Endeffekt Angriffe abwehren soll, und je höher das ist, desto besser seid ihr schon mal geschützt. Und dann zu dem Thema Tower Defense Game
haben wir hier auch noch den Turmschutzzentrale und ihr seht, es gibt 2 Modi. Das ist einmal der normale Modus und der Endlos-Modus. Gucken wir uns mal die Welt draußen an. Die Welt draußen, ihr seht einmal hier das Allianzgebiet, denn ich bin bereits in einer Allianz. Und dann zoomen wir mal raus und dann sehen wir hier dieses schwarze Feld. Und das schwarze Feld ist hier die Hauptstadt, um die wir kämpfen werden, sobald die freigeschaltet ist. Da kämpfen wir dann als Allianz, um eben den Präsidenten dieser Nation 906 stellen zu können. Dazu kann man dann auch noch weiter gucken, wenn man möchte, und herausfinden, wo sind eigentlich die Präsidenten aller anderen Staaten, woher kommen die. Dann gibt es auch noch die Präsidentenflagge, beziehungsweise die Flagge der Herkunft, wenn man das möchte. Kommen wir nun aber nochmal zurück zum Tower Defense Spiel. Wir gucken uns einmal den normalen Modus an. Wie ihr seht, ich habe hier schon einiges freigeschaltet, war in manchen Leveln besonders gut, in manchen nicht so gut. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie man das Ganze spielt. Ihr seht, ihr habt hier verschiedenste Türme zur Verfügung, die ihr verschieden stark leveln könnt. Dann seht ihr auch, wie viele Wellen es gibt und dass man eben, wenn ihr alle eure Überlebenspunkte behaltet, auch bis zu 3 Kisten bekommen kann. Ihr könnt oben auch die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell es gehen soll. Ihr könnt die Türme nutzen, die haben verschiedenste Effekte. Ich nehme immer den M-Turm, weil der Schaden verursacht und die Gänsen verlangsamt. Dazu der Laserturm, weil der eben auch sehr stark ist in den einzelnen Angriffen und auch noch fixieren kann und damit auch den Gegner nochmal zusätzlich verlangsamt. Die erste Welle haben wir schon geschafft. Jetzt kommt die zweite Welle, die natürlich deutlich stärker wird. Jetzt sehen wir schon, ich habe gerade einen durchgelassen und damit werde ich nicht mehr die 3 Kisten schaffen können, dadurch, dass ich eben leider Gottes nicht die gesamte Lebenskraft von 16 Überlebenspunkten beibehalten konnte. Und dann die letzte Welle ist immer mit einem großen Big Boss. Den müsst ihr dann auch versuchen zu schaffen. Davor kommen schon schwere Gegner. Und wie wir sehen, ich werde es jetzt nicht schaffen und bin gescheitert. Und deshalb muss ich weiter upgraden, damit ich eben auch solche Level überleben kann. Es gibt viele spannende weltweite Schlachten mit Spielern aus der ganzen Welt. Die Interaktion mit anderen Spielern und die Weite der Spiele sind unfassbar. Kooperiere mit anderen Spielern, zum Beispiel in einer Allianz, wähle eine geeignete Strategie und die entsprechenden Truppen aus, um die Schlachten zum Beispiel bei der Hauptstadt zu gewinnen. Die Kämpfe finden in Echtzeit statt, was das Ergebnis immer unvorhersehbar macht. Du kannst den Weltuntergang natürlich nur überstehen, wenn du eine starke Stadt hast. Aber auch starke Verbündete, die du in deiner Allianz zusammenbringst und ihr gemeinsam die Abenteuer übersteht. Das ist ein Grund, warum ich sofort in eine Allianz gegangen bin. Ihr bekommt zum Beispiel die Allianzhilfe, wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Dann könnt ihr auch gemeinsam forschen und einmal die Allianz verbessern, aber eben auch für euch selbst das Ganze unterstützen. Es gibt die Zombie-Elite-Herausforderer, die ihr gemeinsam machen könnt, um zusätzlich tolle Belohnungen abzugreifen. Dann gibt es natürlich auch noch die Ranglisten, wo ihr dann auch mal sehen könnt, einmal die globale Rangliste und dann auch die Server-Rangliste. Das ist zum Beispiel die Allianz-Rangliste, wo wir eben momentan die 5 stärkste Allianz sind und trete meinem Staat und meiner Allianz bei. In den nächsten Videos gehe ich detaillierter auf die Do's und Don'ts zum Start des Spiels ein und führe dich detaillierter in das Reich von Age of Origin ein.